Hi guys, it's Lyn again. In this video I want to show you something very special, a so-called Facetime photoshoot with my friend Kim aka Kinbari in her KDA Evelynn cosplay from League of Legends. I couldn't wait to show this to you and I'm so excited that the video is finally done. So without further ado, let's check it out! This photoshoot was inspired by one of my favorite photographers out there, Irene Rudnick. The simple idea of taking a picture of a smartphone that is placed in some decoration and elements that suits the models, or in my case, the cosplayer's outfit, just triggered me. The most challenging aspect of this photoshoot was to work with fabric, tools, accessoires, decoration that we already owned, so Kim and I, because I didn't want us to buy anything new for this kind of experimental photoshoot. And as I have a very minimalistic lifestyle, I don't own many things, but surprisingly, it was sufficient. I was so excited after I finished watching Irene's behind the scenes video of her FaceTime photoshoot that I immediately started gathering ideas in my mind and thought about tools that I own and gadgets that I own and decoration and everything that came to my mind. And then I thought about whom might join me, and at some point I realized that I bought this LED wire a few months ago, just after Christmas I think, and I thought it would suit perfectly for such kind of a photo shoot because it was really small sized. And the first character that popped into my mind regarding the LEDs was KDA Evelynn from League of Legends. Luckily, my friend Kim owns such a cosplay, and as we wanted to shoot it anyway, and she's a very good friend of mine, I trust her, I just asked her if she would be willing to shoot it with me, and she agreed. Yay! Following, there was quite a bit of planning to do, as you probably can imagine. So we discussed photo sets, tools we could use, image ideas, posing ideas, and very importantly, how to match my photo set with her background, which fabric she could use, for example. And also, of course, especially talking about the LEDs here, we needed to find a way how to match the colors of the LED in her picture as well, because, well, if you use LED in a photo shoot, there needs to be colored light on the model as well. Besides the LED wire, we came up with some other ideas for the photo sets, which suited the diva, rich girl-like character and appearance of KDA Evelynn. First of all, makeup items. No rich girl and no diva survives without them. Second of all, jewelry, because the bling bling has to be in the picture. And third of all, fake fur. To get a better impression of what I was aiming for in the pictures, I took a few quick test shots with black fabric, the items I already mentioned, and my smartphone on the bathroom floor. And by doing so, I realized that especially the LED wire is very, very difficult to handle in a horizontal way. Here's how those first pictures look like. My next attempt was to create some kind of photo box where I could place the set in as I wanted, and also avoid any strip lights that originate from available light or artificial light somewhere in my apartment. And at the same time, this box enabled me to shoot from an aerial perspective, which made working with the LED wire a lot easier. So basically what I did was I pinned down black fabric that I already owned to the box and also fixed it on the sides in order to create a smooth surface without any drapes. After I was done with the draping, I used the photo box to create a few sets that I had in mind and checked if they looked pleasing to my eye to save some time during the actual photo shoot, because I already took test shots of the sets I liked, and therefore I could just rebuild them at the actual day of the photo shoot. So all of the test shots I've mentioned so far I took with my smartphone, and to be sure that it looked good in the actual photo shoot, I of course took pictures with my camera. And when I did that for the first time,
I noticed that there was absolutely no reason to have the photo box because I just placed a fabric on the floor, and I noticed that there was no influence from any artificial or available light in my apartment on the actual picture, at least with the LED. So I decided to go for just the black fabric on the floor for the photo shoot with Kim. So, long story short, we ended up with 5 different sets. First one was the LED set. I used black fabric, the LED wire and my camera, and Kim on the other hand used black fabric pinned to her door, her smartphone camera, and 2 regular lights. The first one was covered in red fabric and the second one was covered in a bluish plastic bag from a German supermarket chain. It's that simple. The second set was the dark makeup set. So I placed the makeup items in a flat manner on our black TV table. And Kim on the other end had again the black fabric and the lights without any cover because there was no need for any LED color effect. The third set was the white makeup set. It was actually taken on this table. It's our white dining table, and Kim on the other hand had the white wall and the white door behind her and the regular lights. So the fourth set was my carpet in the living room, including a necklace of mine. And the fifth set was this fake fur wolf hoodie. Yeah, that's it. Those were our 5 sets. And around me you can see a few test shots of those different sets. Regarding the poses, we planned to take portrait, half portrait and close-up shots, as we didn't know how good the quality and how high the resolution of the video chat was in beforehand. I collected a few ideas on my Pinterest board for KDA Evelynn, and I placed a link in the description down below so you can check out the board. Now that I've talked enough about the planning and testing phase, it's time to start the video call and get to the actual photo shoot, including the final results. Yay! Okay, das Video läuft. Die LEDs sieht man bei dir jetzt aber noch nicht so wirklich. Ja, die sind nicht so stark. Kannst du noch ein bisschen abdunkeln? Ja. Ich kämpfe auch noch ein bisschen mit dem Draht. Hoffentlich gewinnst du. Ja, ich hoffe auch. Versuch dich nicht zu viel zu bewegen. Versuch mal ganz lange statisch zu bleiben. Okay. Also gleiche Pose drehen, Oberkörper wieder ein bisschen zu mir. Ja, genau. Und geh mit den Krallen vielleicht so ein bisschen ans Gesicht. Kannst du die Krallen so ein bisschen ans Kinn dran halten? Ja, okay, so bleiben. In 10 Sekunden kommt der Selbstauslöser. Oh Gott, warte, ich muss meinen Rücken mal schnell strecken. Kannst dich ein bisschen entspannen. Oh Gott. Oh Gott, mein Rücken. Wir werden so richtig alte Omis. Ja, schon. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Okay, du kannst jetzt so ein bisschen durchrotieren mit deinen Posen. Vielleicht auch mal so ein bisschen Oberkörper mehr zu mir drehen. Oder ja, genau so, sieht auch gut aus. Nimm mal deinen linken Arm noch so ein bisschen weiter nach unten. Genau, streck die Hand noch ein bisschen. Ja, perfekt, genau. Und jetzt nimm deine linke Hand wieder zum Ellbogen hoch. Ja. Kinn ein bisschen runter. Und jetzt leg den Kopf noch ein bisschen nach links. Neigen. Ja. Die Krallen ein bisschen nach. Ja, genau, perfekt.
Okay, entspann dich nochmal. Du kannst, weil wenn du das nächste Mal dich wieder in die Knie gehst, geh noch ein bisschen höher. Okay. Und neig den Oberkörper vielleicht auch noch ein bisschen mehr nach vorne. Ich drehe den Draht noch mal ein bisschen weg, um. Genau, jetzt habe ich den Draht gerade in einer coolen Position. Kannst du noch mal in Pose gehen, bitte? Also erstmal ohne die Klinge, dann gucken wir nachher, was wir mit der Klinge machen. Kannst du noch ein bisschen weg von der Handykamera? Dass wir nochmal eins haben, wo wir vielleicht den Rock ein bisschen sehen? Ja, das ist so ein guter Kameraausschnitt. Ja, perfekt, halten. Kannst du mal deine linke Hand so ein bisschen in die Hüfte stützen? Und dann genau einmal die Pose und danach greif mal Richtung Kamera. Warte, bleib mal so. Neig den Kopf nochmal so ein bisschen nach links und kipp ihn ein bisschen nach hinten. Ja, ein bisschen weiter in die Knie. Ja, genau, perfekt. Bleib mal so. Das ist gut. Und kannst du jetzt mal so mit den Krallen so ein bisschen in die Kamera reingreifen? So Richtung Kamera. Und die Finger so ein bisschen anwinkeln. Und den Oberkörper wieder ein bisschen zurück. Und insgesamt ein bisschen nach links. Genau, und jetzt mal so ein fieses Lächeln. Kopf ein bisschen zurück. Also so nach hinten kippen so ein bisschen. Ja. Also ich lege jetzt den Draht so im Zickzack in das Bild, damit so ein bisschen die Form deiner Klingen widerspiegelt. Willst du die eine so über die Schulter legen? Wie du es gerade hast? Ja, ich hätte halt nicht irgendwie anders selbst umgesetzt. Okay. Und die, warte mal, ach so, warte mal. Wenn du die gerade über deine rechte Schulter hängt, die finde ich gut so. Und wenn du die linke so ein bisschen in die, so links über deinen Kopf drüber halten kannst, also so vor deinem Kopf. So als würdest du sie an deine Stirn anlehnen. Oh, so kann es funktionieren. Warte mal. Jetzt bist du aus dem Bild raus. Du musst ein bisschen nach unten und ein bisschen nach links, genau. Genau, und die du links in der Hand hast, die müsstest du jetzt noch so kippen, dass die Breitseite zu mir guckt und nicht die schmale Seite. Linke Hand, also ja, die linke Hand ein bisschen über deinen Kopf. Ne, warte, linke Hand. Ist es deine linke? Ja, ich lasse von dir aus gesehen. Okay, ich versuche immer in deine Richtung zu denken. Klinge ein bisschen noch drehen zu mir, also ein bisschen noch nach vorne kippen. Aber so? Ja, und wenn du jetzt noch ein bisschen in die Knie gehst, müsste es... Ja, man sieht die rechte nicht so gut.
alles gut. Kriegen wir alles hin. Hast du mich jetzt, wenn ich sage, kannst du die Sonnenbrille noch abnehmen? Nein, Entschuldigung. Alles gut. Ich hab nur keine Hand frei. Was ist, wenn du die Krallen abnimmst und die rechte Klinge einfach nur so ein bisschen ins Bild hältst, damit man nur die Klinge in der rechten unteren Ecke sieht? Genau, die vordere noch ein bisschen nach unten kippen und die links hinten noch ein bisschen in meine Richtung drehen. Also nach vorne kippen. Und jetzt geh noch ein bisschen in die Knie. Der Blick ist gerade super. Die obere noch ein bisschen zu mir drehen. Kannst du die rechte Klinge noch ein bisschen zu dir ziehen? An den Körper ran? Ja, perfekt. Und jetzt nur den Blick zu mir. Okay, ich drehe jetzt den Draht nochmals in so einen Kreis, damit es so kreisförmig, so spiralförmig nach unten geht. Und da könnten wir vielleicht die Pose machen, wo sie sich mit den Krallenhänden durch ihre Haare fährt. Beziehungsweise ein ganz, ganz nahes Close-Up könnten wir auch noch versuchen. Okay, so. Draht ist eingedreht. Ich muss jetzt noch die Kamera nochmal aufs Stativ montieren. Und kannst du dann nochmal, wenn ich dir Bescheid sage, dass ich soweit bin, wieder ein bisschen in die Knie gehen? Ja. Okay. Ich sag dir, wenn es dann zählt. Solange muss ich hier mit dem Draht noch rumfisseln. So, jetzt. Geh nochmal mit den Knien hoch. Ja, perfekt. Kinn ein bisschen hoch. Ja, das Bild sieht auf jeden Fall cool aus. Das hat sich schon gelohnt. Kannst du dich mit dem Oberkörper noch ein bisschen mehr zu mir drehen? Genau, und die linke Hand so fallen lassen, wie du es gerade hattest. Genau, und nimm die Krallen nicht ganz so hoch, sondern eher so am unteren Ende der Haare. Ja, genau, und dreh dich mit dem Oberkörper und allem so ein bisschen Richtung blaues Licht. Ja, genau. Und übertreib sogar noch ein bisschen mehr, dass du dich noch mehr wegdrehst, also dass du über die Schulter drüber guckst. Genau, und jetzt die linke Schulter nach unten, die rechte Schulter nach unten sinken lassen. Genau, und ein bisschen zurückdrehen. Jetzt machen wir mal ein bisschen ernsteres Gesicht. Genau, mit dem Blick nach unten. Ja. Ich habe jetzt übrigens das Video, das ich gerade noch aufnehme, ist jetzt komplett auf dem Set. Da sieht man mich gar nicht mehr, sondern man sieht nur noch dich im Set liegen. Okay. Ist das nicht schön? Guten Tag, ich bewerbe mich hier um eine Stelle. Du wirst halt Germany's Next Topmodel. Ich trinke auch keinen Alkohol, so wie die anderen. Ich kann mich an Regeln halten. Ja. Ja, okay, gut zu wissen. Also, warum möchten Sie GNTM werden? Weil ich Erzieherin bin und wahrscheinlich die anderen Mädchen mit denen dann besser klarkommen würde, weil es im Kindergarten dort ist. Wunderbar, bist eingestellt. Aber das ist jetzt erstmal noch ein Testfoto. Oh Gott, das sieht aber irgendwie geil aus. Die Blitze sind voll krass am Überblenden. Und irgendwie hat das was. Ich schiebe sie noch ein bisschen weiter nach hinten, damit die den eigentlichen Zweck erfüllen. Bist du bereit? Ja. Perfekt. Oh, warte, mein Bild ist noch im Hangouts. Ah, natürlich fällt jetzt alles um. Natürlich.
Und fass das Handy einmal an und dann fällt alles um. Puder ruhig ein bisschen rum. Okay, kannst du dich nochmal auf die andere Seite drehen? Okay. Dehn dich noch ein bisschen nach links. Und kannst du noch ein bisschen auf die Knie gehen? Und jetzt nochmal die Pose, die du gerade hattest. War die gut? So? Ja, genau die. Und noch ein bisschen auf die Knie, also ein bisschen höher noch. Kannst du noch höher? Kannst du dich, wenn ich 3, 2, 1 runterzähle, hochdrücken? Ja. Okay, damit es nur ganz kurz ist. Moment, ich stelle alles ein. Okay. 3, 2, 1. Okay. 3, 2, 1 und hoch. Kinn hoch. Kopf ein bisschen nach rechts kippen. Nach rechts. Ja, nochmal nach links. Gerade ein bisschen runter. Okay. Das hast du gut gemacht. Genau, jetzt guck so ein bisschen nach unten und spiel so ein bisschen mit den Spitzen, so als würdest du sie ein bisschen so in die Finger drehen. Guck mal so ein bisschen nach links unten. Mit dem Blick nur. Und jetzt guck mal zu mir mit dem Blick. Oh Gott! Bleib so, bleib so. Ich mach gerade noch ein bisschen closer. Okay. Perfekt. Und was ich noch überlegt hatte, was da noch cool wäre, ist dieses Halbporträt, wo du so ganz, ganz nah an die Kamera dran gehst. Ja. Oh Gott, so viel Kim! Genau, bleib ungefähr auf der Distanz jetzt. Geh nochmal ein Stück zurück. Und jetzt noch ein bisschen mehr nach links. Und noch ein Stück nach links. Ja, jetzt bleib so sitzen. Ja, ja, genau so, genau so, genau so. Jetzt nicht bewegen. Lass am besten die rechte Hand oben. An den, also so entweder so an den Haaren oder an der Brille, wie du dich wohler fühlst. Okay, und jetzt musst du wieder nach links. Näher an die Kamera und nach links. Ich überlege jetzt gerade noch wegen dem Blick. Also an sich sieht es schon gut aus. Neig den Kopf noch ein ganz kleines bisschen nach links. Was ist, wenn du die Krallen auf der rechten Hand nochmal anziehst? Und ihre klassische Handhaltung so rechts von dir hast. Ja, perfekt, genau. Genau, und das soll jetzt eher so ein bisschen süßeres Bild werden. Genau.
Oh, das sieht schon gut aus. Wenn du so ein bisschen nach unten guckst, dann sieht man nämlich auch dein Augen-Make-up. Kannst du den Plüsch noch hochziehen? Den sieht man nämlich jetzt gerade nicht mehr. Ja. Genau, und lehn dich so ein ganz kleines bisschen von der Kamera weg. Ja, und jetzt guck mal zu mir. Jetzt guck mal nach rechts oben von dir gesehen. Ein bisschen tiefer. Genau, und jetzt leg das Kinn mal so ein bisschen Richtung Schulter. Genau. Kannst du den Plüsch noch ein bisschen runterstreifen? Ganz kleines bisschen. Ja. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Genau, lehn dich ein bisschen noch nach vorne, weil du hängst jetzt links so ein bisschen aus dem Rahmen raus. Nee, Entschuldigung, nach rechts lehnen. So ein bisschen, Entschuldigung. Geh noch mal ein bisschen von der Kamera weg. Ah, das war zu viel. Ja, stopp. Das ist ein schöner Blick. Guck noch mal so über die Schulter runter, jetzt quasi gerade, so wie du, genauso. Und jetzt so ein bisschen nach unten. Ja, ja, perfekt, perfekt, genau so. Das habe ich gemeint. Bleib so. Sehr cool. What an intense experience, don't you think? Wow. In a way, a FaceTime photoshoot was very similar to an actual face-to-face photoshoot, but it was also completely different. Let's get into some details. First of all, let's talk about posing and posing directions. As during any other photoshoot, you have to direct your model into certain poses. But there's a slight difference during FaceTime photoshoots. You can't change your angle as you're used to, which means if you change your angle, the angle on the model doesn't necessarily change because her smartphone is static. So unless she changes it and repositions her whole arrangement, you can change the angle. Plus, you always have to make sure that your model is placed within the frame, centered or not, doesn't matter, but you have to direct her to be in the smartphone frame. In addition, you need to consider the placement of the decoration. Depending on your ideas and creativity, this can make things easier, but also more difficult. If you take pictures of a static decoration from an aerial perspective, like I did with the makeup items, it's very easy. The LED wire, on the other hand, created a lot of troubles. The wire sometimes made the smartphone move or drop. Ah! Nein! Das Handy ist umgefallen. Oh nein. It never stayed where it should be. Nein! Gut, dass du mich gerade nicht sehen kannst. And, well, let's just say it was difficult. Another important aspect you need to consider before the photoshoot is your internet connection. It can make your photoshoot more difficult depending on the quality. In our case, the quality was medium, I'd say, so it was okay. Whenever I directed Kim into another pose or repositioned her hand or head position, it took a few seconds until she received the message and then adjusted her pose accordingly. Whenever she moved a lot in the frame, the video quality dropped, so we had to wait a few seconds with her staying still until it rose again. Last but not least, and certainly one of the most important aspects of this kind of photoshoot is to consider one thing: your phone battery. Make sure you fully charge both of your phones before you start the video call.
we were able to shoot 1.5 to 2 hours straight before our batteries died. As soon as that happened, we took a 1-hour break to recharge it back to 50% and tried to finish the rest of the sets quickly. But it definitely helps if you can connect your phone to the charger during shooting or while you set up a new photo set. If this video or the pictures inspired you to do a FaceTime photo shoot of your own, please go ahead, please be creative. And also don't forget to either tag me as your inspiration or use the hashtag #InspiredByLyn to make sure that I am aware of your pictures and that I can share them with the community in my stories. As always, I hope that you enjoyed this video, and if you did, please leave it a like. If you have any further feedback, questions or any kind of remarks, please put them in the comments down below, and if you don't want to miss further videos, please subscribe to my channel and hit the notification bell. See you in the next one, guys. Bye bye!